Das sind mir ja die liebsten Spots. Die, wo man nicht weit laufen muss, für die Lauffaulen. Also schön ein paar Meter laufen und direkt ist man am Spot und sofort sind die Fische da. Ja, der ranzige Dachs meinte vorhin schon, Alten, probier mal an der Yama. Da soll das doch ganz gut laufen. Auf japanischen Saibling zum Beispiel. Und ja, heute Vormittag habe ich das direkt probiert. Und zack, habe ich es direkt... Naja, ich habe nicht einen Saibling gefangen, aber ich habe es probiert und es war auch gut. Mit vielen verschiedenen Fischen und ich habe auch gesagt, ja Alten, ich werde das auf jeden Fall nochmal wieder testen an der gleichen Stelle. Zack, Instant Biss, Alter. An der gleichen Stelle. Und ja, es läuft gut. Es ist ja eine der bekannten und wichtigen Stellen, die ich auch regelmäßig immer wieder teste. Gerade weil es eben so bequem ist. Ne? Man läuft quasi aus dem Camp, da wo man gerade frisch spawnt. Man läuft 15, 20 Meter und ist on point. Und dann hat man eben hier auch verschiedene Möglichkeiten, sowohl mit der Pose sich hinzustellen, will ich auch gleich noch ein bisschen testen, als auch eben hier einfach mit dem Spinning. Und speziell auch bei Spinnern, also speziell Spinner, haben hier eine ganze Zeit lang immer wieder ganz gut funktioniert. Ich habe eine ganze Zeit lang die Spiker mit 12 Gramm hier ganz gerne probiert. Was ich jetzt gerade teste, sind allerdings Köder und zwar die selbstgemachten. Also selbstgebaute Köder. Hatte ich jetzt verschiedene auch schon wieder rumprobiert. Natürlich, ich würde sagen, wir nehmen uns mal 3 von den selbstgebastelten Ködern raus. Und zwar den Zander Kunstköder, absolut wichtig. Dann den Hecht Kunstköder und den Barsch Kunstköder. 3 von den Top Kunstködern, die, ich glaube, so ein bisschen underrated sind. Zumindest der Hecht und der Barsch Kunstköder, die sind, glaube ich, bei vielen gar nicht so wirklich auf dem Schirm. Laufen allerdings immer wieder richtig gut, auch hier an der Yama. Zander Kunstköder braucht man, glaube ich, keinem zu erklären, dass das ultimativ wichtig ist. Zander Kunstköder sollte man sich auf jeden Fall besorgen. Einfach in der Community nachfragen. Jeder, der Kunstköder geskillt hat, hat wahrscheinlich noch ein paar 100 Zander Kunstköder rumliegen. Von daher rein da, weil man damit eben billig skillen kann. Deswegen haben wahrscheinlich ganz viele die Zander Kunstköder. Achtet dann natürlich auch darauf, dass die Qualität des Zander Kunstköder entsprechend ist. Also am besten sucht euch jemanden, der auch Skillpunkte investiert hat, damit eben die Qualität mindestens 9 von 10 oder 10 von 10 ist, damit man da eben auch die maximale Lockwirkung hat bei den Ködern. Ich ziehe den jetzt mal eben schnell raus hier. Das ist das Teil. Ich bin jetzt hier gerade relativ dick unterwegs mit 17 Kilo Fluorocarbon komplett und eben hier, wie gesagt, mit dem Zander Kunstköder. Und beim Zander Kunstköder, ich nehme den mal eben runter, Zander Kunstköder, ihr seht, ich habe natürlich nicht alle mit Haken belegt, sondern nur die wichtigen. Aber doch schon relativ viele, auch mit verschiedenen Haken und Hakengrößen belegt. Und man sieht es immer so ein bisschen an den Gewichtszahlen so. Und der hier ist halt, da unten sieht man es dann, das letzte, der Trebe 1.0. Ich verwende in der Regel einen 1.0er. Aber es kann eben auch schon mal sein, dass ich eben einen deutlich kleineren dann irgendwie verwende. Guck mal, hier ist noch ein 2er zum Beispiel drauf. Dann, ich glaube, der ist sogar noch mal kleiner, ne? Hier ist, glaube ich, genau ein 4er nur drauf. Also, dass man eben auch mal feiner und kleiner reingeht. Also hat man das Setup eher auf Hecht ausgelegt oder auf Lachs ausgelegt. Dementsprechend nimmt man dann natürlich auch einen größeren Haken. Will man dann vielleicht doch eher auf Barsch oder auf kleinere Fische gehen, gehst du halt eben auch vom Haken runter. Aber der Köder an sich, der kann ja so bleiben. Und ich finde gerade fürs Angeln an der Yama ist doch so ein 1.0er Haken schon mal ganz gut, funktioniert ganz häufig bei den verschiedensten Größen und ja, man könnte sogar hochgehen auf einen 2.0er, manchmal sogar 3.0er, wenn man es dann eben auf die dicken Brocken abgesehen hat, aber so passt das doch. Ja, Jigführung klappt gerade. Aber das ist eben auch wieder so ein Ding, habe ich auch in ganz vielen Videos schon gesagt, zum Yama-Angeln. Es ist immer abhängig von dem Wetter und von den Temperaturen, was gerade gut läuft. Klappt im Moment eher Jigführung, klappt im Moment Durchleiern, klappt Stop and Go und so weiter. Das gehört
getestet. Wenn du Spinning machst, gehört das getestet. Genauso wie man beim Grundangeln verschiedene Aroben testet, testet man hier verschiedene Führungsmethoden im Spinning, weil man ja nicht weiß, auf was die Fische gerade stehen. Stehen die oder wo die Fische gerade stehen? Stehen die weiter oben? Kann man einfach durchleiern? Stehen die weiter unten? Und so weiter und so weiter. Also, zweiter Köder, Zander Kunstköder würde ich sagen, ist die 1. Muss man auf jeden Fall haben. Zweiter Kunstköder ist der Hecht-Kunstköder. Hecht-Kunstköder, auch richtig nice, nutze ich auch tatsächlich selbst gar nicht so viel. Und zwar dieser hier, ne? Also der Wolga-Kunstköder für Hecht. Nicht der Sebodski, alter Falter, alter Serdobsk. Ich glaube, so heißt es. Ich werde ja wild, Alter. Nee, den nicht. Der ist auch viel zu schwer, Alter. Richtiges Brett. Dieser hier, der ist gefragt. Und hier habe ich jetzt auch wieder einen 1-0er drauf. Ihr seht im Verhältnis, der Haken wirkt natürlich deutlich größer. Also das Metall ist deutlich kleiner, der Blinker ist deutlich kleiner. Aber auch das funzt immer wieder ganz gut. Und der Barsch ist dann dementsprechend eben noch mal kleiner. Also schön locker raus hier. Und dann eine Umdrehung, bisschen warten, da haben wir schon wieder zack und Biss. So muss das sein. Auch mit dem Barsch eigentlich ähnliche Form, ähnliches Durchjiggen hier, der Barschköder davon, also auch das funzt immer wieder ganz gut. Der ist dann eben noch mal ein bisschen leichter und noch mal ein bisschen kleiner. Und damit fängt man, wie gesagt, wirklich, wirklich gut. Und ja, ich sag mal, rein gefühlstechnisch ist es so, dass die einfach eine breitere Schicht an Fischen abdecken. Also diese selbstgemachten Köder, die sind vielleicht nicht so punktgenau für eine Fischart, aber sie breiten oder sie decken halt eine breite Spanne an verschiedenen Fischen ab. Und wenn man damit unterwegs ist, fängt man auch mal die wildesten Brocken, also auch mal seltene, Schereshnev-Saibling oder sowas. Also die kann man auch gerne mal eben, wie gesagt, verwenden, einfach nur zum Testen. Und wenn man dann weiß, okay, an der und der Stelle läuft zum Beispiel jetzt der japanische Saibling, und dann kann man da nochmal spezifischer dann drauf rausgehen, dass man sagt, okay, für den Saibling versuche ich jetzt eben nochmal Kunstköder zu finden, die farblich vielleicht auch nochmal besser passen, damit man eben das alles andere, die ganzen Keter, Lachse und so weiter, vielleicht eher ausschließt und sich dann speziell dann eher um die Saiblinge kümmern kann. Ja, auch hier wie gesagt gerade, weil das halt mit dem Jiggen funktioniert. Ich bin gerade hier mit Tempo 40 unterwegs. Man kann das auch ein bisschen langsamer machen. Hier mit der 25 schön auf entspannt. Eine Umdrehung, zack, da war schon der Biss. Na guck. Also einfach locker über den Grund und dann lübt das ganz gut. Ähnliches wie gerade schon gesagt, dann natürlich auch mit dem Barschköder. Also da macht es dann irgendwie auch keinen großen Unterschied mehr, außer wie gesagt dann vom Wurfgewicht. Auch sehr schön. Nehme ich gerne mit. Also, davon hatte ich auch heute Vormittag schon welche. Hat auch sehr gut funktioniert. Sesshafter Masu ist auch kohlemäßig richtig interessant. Und jetzt gucken wir nochmal eben nach dem Barsch. Und dann haben wir hier nochmal den Barschköder. Gibt es auch nochmal in der anderen Version. Weißt du was? Den werde ich aber, glaube ich, auch nochmal testen. 13 Gramm. Auch wenn das so ein bisschen klobig herkommt. Ja. Ja, das ist schon ein ziemlich dickes Blech, aber den werde ich, glaube ich, gleich auch nochmal reinwerfen, aber mit einem anderen Haken. Ich glaube, mit einem Puschelhaken. Wobei Puschelhaken für Lachsangeln nicht so relevant ist. Hier, gucken wir da nochmal rein. Auch hier ist jetzt ein 4er-Haken drauf. Wir waren bei 1,0. Also ein 1,0er hier drauf zu machen, macht da natürlich so keinen Sinn. Wenn der hier schon so groß wirkt als 4er-Haken, geht man dann natürlich hier relativ klein rein. Auch hier dann, wie gesagt, darauf achten, wurfgewichtsmäßig, wobei mit 14 Gramm sollte man eigentlich hier mit den meisten guten Routen ganz gut auch klarkommen. Und dann auch hier wieder locker flockig rein in den Jig. Und dann einfach durchziehen. Man sieht das ja jetzt so ein bisschen schön unten auf der Minimap. Wo werfe ich hier eigentlich gerade hin? Und wenn man sich die Bahnen sozusagen vorstellt, in welche Richtung zieht er denn jetzt hier durch? Also auswerfen ist ja immer eine gerade Richtung und dann das Durchjiggen ist vielleicht so eine leichte Kurve durch die Strömung. Aber dann kommen wir eben hier in diese Bereiche, dass man dann eben sagt, okay, wenn man hier die Wurfrichtung nimmt, er kommt genau eben hier an diesen Kanten vorbei. Oder man kann dann auch mal diese Kante hier nehmen. Also einfach gucken, dass man auf der Map sich
anguckt, wo jiggt dann der Köder entlang. Solche Kanten sind immer wieder gut. Solche Kanten haben immer mal wieder Spots an den Kanten, mal oben, mal unten. Und es empfiehlt sich eigentlich immer wieder an diesen Kanten vorbeizuziehen und da dann einfach durchzuleiern oder wie gesagt einfach durch zu jiggen. So, jetzt komme ich ja auch so langsam rein in die Jigführung. Letzten Endes heißt es jetzt natürlich testen. Ne? Also ich werde jetzt hier weiter rumprobieren. Bin schon ganz zufrieden. Auf dem großen Zander Kunstköder gingen natürlich auch bisher die größten mit rein. 5 Kilo Brocken ist schon mal nicht so schlecht. Der mittelgroße, naja, der hat noch nicht so wirklich viel geliefert. Ich muss allerdings auch erstmal noch ein bisschen testen. Und ich will ja gleich auch noch auf Pose hier probieren. Denn wir wissen ja, in den Rekorden sehen wir auch immer wieder, dass der japanische Saibling, da haben wir es, immer wieder ganz gut eben auch auf Pose geht. Und das werde ich gleich einfach probieren. Schön hier hinstellen mit 3 Posenrouten, schön mit 3 Matchrouten und dann mit Doppelködern das Ganze hier testen. Und dann ballert hier vielleicht sogar noch ein dicker, fetter Saibling drauf, ein japanischer. Aber auch in den Rekorden Zander Kunstköder. Also war auch mit drinne, funktioniert einfach immer wieder. Von daher ran an die selbst gebastelten Kunstköder. Die klappen immer wieder ganz gut. Verschiedene, also gönnt euch 2, 3 Stück. Verschiedene Haken drauf machen, wichtige Hakengrößen, also sowas wie vielleicht erstmal einen 6er oder einen 4er, dann einen 1er und einen 1-0er vielleicht und dann hat man schon mal ganz, ganz viel abgedeckt an Hakengrößen. Ab an die Yama, zieht raus die Lachse, toi toi toi, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin.